tut mir so leid, dass du das alles mitmachen musst. Ich wollte dich beschützen und nicht in die Sache mit reinziehen und jetzt habe ich genau das Gegenteil erreicht. Nein, mir tut es leid. Ich hätte nie von dir verlangen dürfen, dass du das Tagebuch der Polizei übergibst. Dann müsstest du dich jetzt nicht für Dinge verantworten, die du nicht getan hast. Du hattest nur ganz kurz vergessen, wer ihn für dich aus dem Knast geholt hat. Helena hat Zugriff auf sämtliche Interne des Unternehmens. Du wirst sie mir besorgen. Ich sitze lieber im Gefängnis, als dass Nikola von Ihnen erpressbar ist. Haben Sie das verstanden? Vergiss das Hochzeitskleid. Heirate mich ohne. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Und was trägst du? Ich guck zu und freue mich. Warum heiraten wir nicht nachts? Dann kannst du mir endlich deinen Lieblingsstern zeigen. So lange will ich nicht warten. Die erste sternklare Nacht gehört dir. Mit dem Glück ist das so eine Sache. Manchmal sieht es tatsächlich so aus, als ob all unsere Träume wahr werden. Aber wenn nicht, helfen wir eben ein bisschen nach. Aber manchmal ist das Glück trügerisch. Wir sollten langsam wissen, dass die Realität uns immer wieder einholt. Danke, Justus. Und, ist die Antwort von der Uni dabei? Sieht nicht so aus. Vielleicht morgen. Ich frage mich, warum kann unser Glück nicht endlich von Dauer sein? Glaubst du im Ernst, ich habe nichts Besseres zu tun, als irgendwelche dämlichen Drohbriefe zu schreiben, nachdem ich deinen kleinen Prinzen extra aus dem Knast geholt habe? Ja, wir wissen ja beide, dass du das nicht ohne Grund getan hast. Vielleicht willst du mich ja einfach ein bisschen mehr unter Druck setzen. Er hat dir also nichts gesagt, ja? Was gesagt? Dein kleiner Märchenprinz will lieber in den Knast gehen, als sich dem Teufel persönlich, und das wäre in dem Fall ich, auszuliefern. Mit anderen Worten, du bist raus. Oh, durchlaucht. Wo sind sie noch hin, die guten alten Zeiten, in denen immer der Gärtner der Mörder war? Heutzutage ist es der Verlobte der kleinen Schwester. Ihnen auch einen guten Morgen. An diesem wunderschönen Morgen hatte ich übrigens schon eine Interviewanfrage vom Düsseldorfer Kurier. Der Mörder unter meinem Dach war, glaube ich, der Titel. Vielleicht sage ich ja doch noch zu. Philipp ist unschuldig. Warum kannst du dich nicht einfach aus unserem Leben raushalten? Weil du eine Lahnstein bist, verdammt nochmal. Selbstverständlich interessiert es mich einen Dreck, an wen du dich verschleuderst. Aber ich verstehe nicht, warum du diese Kakerlake hier aufs Schloss holen musstest. Warum können wir nicht wenigstens zu Hause unsere Ruhe haben? Und alles nur wegen diesem bescheuerten Brief. Weißt du, ich glaube Ansgar. Er hat diesen Brief nicht geschrieben. Pardon, Durchlaucht. Ich war gerade auf dem Weg zu Ihnen. Ein Anruf von der Universität. Der Anrufer meinte, es sei sehr wichtig. Danke. Zu Hohenfelden, hallo? Mörder. Ein einfaches Hallo hätte es auch getan. Tut mir leid, es ist nur... Ah, verstehe. Einen Moment. Es tut mir leid. Ist wohl immer noch nicht besser geworden, oder? Egal, ich wollte dich auch eigentlich nur kurz etwas fragen. Und vorhin hat Philipp einen anonymen Anruf bekommen. Was hältst du davon?
Kennst du das neue Wort für Langeweile? Bloggen. Kein Thema, zu dem es nicht einen Blog gibt. Kein Thema, zu dem nicht jeder meint, seine Meinung kundtun zu müssen. Die Leute haben einfach zu viel Zeit. Hier, guck dir mal an, worüber sie sich im Internet das Maul zerreißen. Der gefallene Prinz. Mörderprinz auf freiem Fuß, was wollen wir tun? Wenn die Justiz versagt, ist das Volk zum Handeln aufgerufen. Wollen wir ihn wirklich laufen lassen? Ich hatte das Internet gar nicht auf dem Schirm. Das ist doch Rufmord. Üble Nachrede. Paragraph 186 StGB. Wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr belangt. Ach ja, und das hier. Stalking. Ihr könnt Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Seit März 2007 ist das Straftatbestand. Ja und? Bringt das was? Es sei denn, ihr hättet einen konkreten Verdacht, aber so? Hey, ich würde dir auch gern was anderes sagen. Danke. Hey, ich glaube wirklich nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Irgendwann gibt's ein neues Ärgernis in den Medien, einen neuen Blog. Und dann werden diese Spinner da draußen Philipp ganz schnell vergessen. Sie haben sich an der Uni beworben. Naja, es ist nur eine Assistentenstelle. Naja, am Astrophysischen Institut. Oh mein Gott, sag bloß, die Uni hat sich gemeldet. Schön wär's. Nein, ich habe Frau Schneider nur von meiner Bewerbung erzählt. Ach, Mensch, das wäre schön gewesen. Nico, auch einen Kaffee? Ja, gerne. Luca. Der Kerl ist mir schon die ganze Zeit unangenehm aufgefallen. Ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Jetzt, wo du es sagst. Das ist eine harte Zeit für Sie. Ja, das können Sie wohl laut sagen. Eine kleine Pause wäre nicht schlecht. Wir haben ja noch nicht mehr zu Hause unsere Ruhe. Ihr charmanter Bruder. Manchmal könnte ich ihn wirklich einfach einmauern. Ich bin mir sicher, unsere Familie hat das früher mal gemacht. Wieso haben wir damit aufgehört? Weißt du was? Du bekommst eine Pause. Was? Nein, wir können nicht weg. Es könnte jeden Tag die Antwort auf deine Bewerbung von der Uni kommen. Das lass mal meine Sorge sein. Okay, was hast du vor? Nein, wird nicht verraten. Lass dich überraschen. Herzlichen Glückwunsch. Tanja. Na, alles in Ordnung bei euch? Wir wollten den neuen Chef von Landstein Enterprises besuchen. Oh, danke. Aber sehr hoffentlich nicht für lange. Wie geht's, Ludwig? Immer besser. Es war trotzdem eine richtige Entscheidung von ihm, sich erst mal vom Geschäft fernzuhalten. Dann lass uns anstoßen. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Aber du bist... Alkoholfrei. Ich muss weitermachen. Weißt du was, so langsam nehme ich's persönlich. Was denn? Es sei denn, du kannst nicht. Nein, ich dachte nur, du bist ja auch nicht mehr die Jüngste. Wie bitte? Wissen Sie was, Herr von Lahnstein? Sie werden von meinem Anwalt hören. Ich vermisse dich. Lass uns noch ein bisschen vorsichtig sein. Oh, Sebastian, das ist nicht mein erstes Kind. Und wenn es mir gut geht, dann geht's dem Baby auch gut. Lass uns nach oben gehen, ja? Ist ja wohl nicht zu fassen. Erster Tag als Chef hier und schon holt er sich eine Prostituierte ins... Nein, Tanja, das bist ja du. Und du störst, wie üblich. Wir sehen uns dann gleich oben, ja? Ja, mal sehen. Schönen Tag noch. Und seit wann gibt es hier in der Nähe ein Hotel? Seit heute. Ach, na toll. Und zur Eröffnung kommt die ganze Lokalpresse, oder was? Ich sag's noch mal. Lass dich überraschen. Keine Presse, keine nervigen Brüder, keine tuschelnden Leute, die uns anstarren. Stattdessen tada! Wow! Die Luxus-Suite. Das ist ja der Wahnsinn. Hast du das gehört? Was? Da war doch was. Keine Pferde konnte ich nicht arrangieren.
Wasser gibt's übrigens auch in der Teeküche. Also, wenn das dann alles war. Du machst dich ja also ein bisschen Ludwigs Büro breit, spielst ein bisschen Chef. Er hat mir Prokura gegeben. Dann wollen wir mal hoffen, dass er möglichst schnell wieder gesund wird. Ich könnte wetten, du schaffst es noch schneller als dein Vater, diese Firma in den Ruin zu treiben. Wie reizend von dir, dass du so rührend Anteil nimmst am Gesundheitszustand meines Vaters. Und wie reizend von dir, dass du so rührend Anteil am Leben meiner Ex-Frau nimmst. Sag mal, glaubst du eigentlich immer noch, dass Tanja von dir schwanger ist? Weißt du eines, das wünsche ich mir wirklich. Dass du mich einmal, nur einmal mit einer neuen Provokation überraschst. Was ich finde, für Provokationen ist Tanja zuständig. Zum Beispiel, wenn sie in 9 Monaten noch einen ganz flachen Bauch hat. Netter Versuch, Ansgar. Leider schon wieder fehlgeschlagen. Tanja ist schwanger. Ja, sicher. Habe ich eigentlich erwähnt, dass Lydia heute Nachmittag einen Ultraschalltermin hat? Es ist wirklich zu schade, dass du es nicht geschafft hast, sie zu schwängern. Ach, weißt du, Ansgar, von mir aus könnt ihr 10 Kinder zusammen machen. An einer Tatsache ändert das gar nichts. Dieses Unternehmen gehört meiner Familie. Das heißt, wir sind hier die Chefs. Und du bist nur ein Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Ich glaube, sowas nennt man Relikt. Oder? Danke für die Ruhe vor Ansgar. Du weißt es? Es tut mir leid, Nicola. Was denn? Wir heiraten bald. Eigentlich sollte das die schönste Zeit deines Lebens sein. Stattdessen... Es ist die schönste Zeit meines Lebens. Und wenn wir verheiratet sind, dann musst du noch einiges nachlegen. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Und zwar könnte ich viel öfter ein Frühstück am Bett gebrauchen. Und überhaupt, du könntest viel öfter für mich kochen. Und ich liebe es, wenn du mir abends im Bett vorliest. Du könntest mich natürlich auch anders überraschen. Nicola von Lahnstein, wenn ich dich nicht schon gefragt hätte, ob du mich heiratest, ich würde es spätestens jetzt tun. Was ich wohl antworten würde? Hey. Die Welt ist echt ungerecht. Unser Eins begeht einen kleinen Betrug und muss bis an sein Lebensende Kartoffeln schälen. Und die da oben begehen einen Mord und kommen ungeschoren davon. Ich bitte dich, Jessica, die Anklage gegen Prinz zu Hohenfelden wurde fallen gelassen. Und jetzt picknicken die im Dunkeln. Ich hätte Todesangst. Wenn Sie jemals im Dunkeln picknicken sollten, so hoffe ich, tun Sie das nicht ohne einen passenden Beschützer. Aber Herr Stiel. Als ob du jemanden beschützen könntest. Ich war immerhin seinerzeit Jugendmeister im Ringen. Wann war das? Vor dem Ersten Weltkrieg? Ergibst du dich? Niemals! Los, ergib dich, sonst mach ich weiter. Okay, ich gebe auf. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Hey, stehen bleiben! Nicola, ruf die Polizei! Ich glaube, wir haben unseren charmanten Briefeschreiber gefunden. Ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte. Ich vergesse sonst nie zu tanken. Frauen und Technik, das ist ja immer so eine Sache. Was für ein glücklicher Zufall, dass du gerade vorbeigekommen bist. Wenn man an Zufälle glaubt. Ach, Tristan, ich mag misstrauische Männer. Als kleines Dankeschön dafür, dass du mich nach Hause gebracht hast. Wenn du nicht mit meinem Bruder gerade auf glückliche Familie machen würdest, könnte man glauben, du willst an alte Zeiten anknüpfen. Wäre das so schlimm? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wir zwei, wir waren gut zusammen. Ich hatte schon schlechteren Sex. Das ist schmeichelhaft. Du hast doch gesagt, du hast keine Lust auf Verpflichtung. Dann solltest du dir vielleicht eine Frau suchen, die in einer festen Beziehung steckt und ein bisschen Lust auf Spaß hat. Und Sebastian? Ach, das ist der Vater meines Kindes, der Mann, den ich wahnsinnig liebe. Was
Was ist das denn? Das ist nur ein Blutdruckmessgerät. Das ist so ein Zykluscomputer. Ich hatte die ganze Zeit recht. Du bist gar nicht schwanger. Sie können morgen auf der Dienststelle vorbeikommen und die Anzeige unterschreiben. Vielen Dank, das mache ich. Auf Wiedersehen. Weißt du, was das bedeutet? Dass sich der Anrufer und der anonyme Briefeschreiber erledigt haben? Und du wolltest dem armen Ansgar fast den Kopf abreißen. Armer Ansgar, ich glaube, ich spinne. Hey, komm mal her. Alles okay. Der Typ ist weg und wir haben endlich wieder unsere Ruhe. Garantiert. Ich bin immer noch total durch den Wind. Von so einem Spinner sollten wir uns nicht unsere romantische Nacht verderben lassen. Bereit für meinen Lieblingsstern? Ja. Wo ist er? Siehst du den hellen Stern da oben links? Mhm. Das ist die Venus. Wenn du von da nach unten guckst, siehst du dann diesen ganz, ganz kleinen Stern? Der so flackert? Genau der. Das ist RxJ 0806. Er wurde erst vor 20 Jahren entdeckt. Hast du auch schon mal einen Stern entdeckt? Nein. Aber das werde ich. Und ich weiß auch schon, wie ich ihn nennen werde. Oh ja, aber bitte etwas Schönes, so wie KLMHP 8379. Ich hatte eher an NICOLA gedacht. Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. But you still believe that blossoms Steht dir gut. Danke. Ich hoffe, es ist nur für kurze Zeit. Papa hat es richtig entschieden, wurde höchste Zeit. Ich bin mir sicher, dass du einen guten Job machen wirst. Danke. Ach, weißt du, ich freue mich auch auf die neuen Herausforderungen. Dann noch unser Kind. Ja, was soll ich sagen? Im Moment läuft's einfach gut. Freust du dich auf das gemeinsame Kind mit Tanja? Früher habe ich immer davon geträumt, mit Lydia mal Kinder zu haben. Was soll's? Das Leben geht weiter. Dann wäre es also gar nicht so schlimm für dich, wenn Tanja zum Beispiel gar nicht schwanger wäre. Okay, Tristan, warum bist du hier? Ich wollte mal schauen, wie dir der Chefsessel so steht. Genau. Ich habe Tanja gestern getroffen. Sie hatte eine Autopanne. Ich habe sie mitgenommen und kurz mit ihr geredet. Oh Mann, Tristan, komm bitte endlich zum Punkt. Tanja hat dir was vorgemacht. Sie ist nicht schwanger. Sebastian, ich will nichts hören. Wenn ich später nach Hause komme, sind deine Sachen verschwunden. Ach, du natürlich auch. Comtesse Durchlaucht, Sie haben das Unwetter gut überstanden. Da bin ich aber doch sehr erleichtert. Sagen Sie bloß, Sie haben sich Sorgen um uns gemacht. Hey, ihr seid ja schon wieder da. Ja, wir sind gestern Nacht schon wieder gekommen. Ist doch zu dunkel im Wald. Ist was für uns dabei? Sehr wohl. Von der Uni. Mach schon auf. Ja, los, dann macht wenigstens einer von uns in der Wissenschaft Karriere. Und? Was steht drin? Sie möchten mich kennenlernen. Oh, du hast es geschafft. Glückwunsch. Ich rufe gleich mal an und mache einen Termin. Ja. Eine Stelle an der Uni, toll. Klingt, als würde Normalität einkehren. Ja, das wurde aber auch Zeit nach dem Drohbrief und diesem Typen von letzter Nacht. Warum? Was ist denn passiert? Ach, du weißt es ja noch gar nicht. So ein Typ hat uns aufgelauert und Fotos von uns gemacht. Ah, das ist ja schrecklich. Ja, Philipp hat ihn gefasst und wir haben ihn direkt der Polizei übergeben. Er weigert sich zwar zuzugeben, dass er den Brief geschrieben hat, aber er ist wohl ein stadtbekannter Stalker. Aha, und was passiert jetzt mit dem Mann? Philipp hat trotzdem Anzeige erstattet. Er darf sich uns nicht mehr nähern und uns auch nicht mehr kontaktieren. Ja, zum Glück. Das kannst du wohl laut sagen. Und wie war der zweite Teil der Nacht? Ja. Der hier wurde gerade abgegeben. Danke.
Ding Dong, jemand zu Hause? Ansgar. Sebastian. Wenn du solche Aussätze auch in Meetings hast, solltest du vielleicht besser mir die Prokura übertragen. Was willst du? Ich wollte dir was zeigen. Weißt du, Lydia war gestern beim Arzt. Da dachte ich mir, ich zeig dir mal das Ultraschallbild meines Sohnes, damit du auch mal weißt, wie sowas aussieht. Ansgar, deine Platte hat langsam einen Sprung. So, andererseits ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass du es nicht wirklich geschafft hast, Tanja zu schwängern. Stell dir mal vor, dann würdest du ja deine Gene in die nächste Generation weitergeben. Na, wirklich ein bisschen unappetitlich, oder? Und? Habt ihr schon auf einen Namen geeinigt? Damian wäre doch ganz passend, oder? Sebastian, das ist aber jetzt wirklich nicht nett. Könnte es sein, dass ich deinen empfindlichen Nerv getroffen habe? Wohl kaum. Wie du weißt, habe ich eine Tochter. Ach ja, richtig. Das ist doch die, von der alle Welt annimmt, dass es für sie besser ist, wenn sie bei fremden Leuten aufwächst, statt bei dir. Weißt du, ich habe mich gefragt, vielleicht solltest du mal mit Hagen sprechen. Der macht den Eindruck, es hätte nicht nur Luft in der Hose. Vielleicht kann der ja Tanja für dich schwängern. Ist alles in Ordnung? Ja, ich glaube, es wird nicht sein Tag. Wir wollen unsere heile Welt unbedingt erhalten. Manchmal so sehr, dass wir die Augen vor der Wahrheit verschließen. Oder alles tun würden, um sie zu verändern. Manchmal muss man ein Geheimnis wahren, um die zu schützen, die man liebt. Vergiss, was ich vorhin gesagt habe. Ich will ein Kind von dir. Und eins ist sicher. Für diese Liebe tue ich alles.